Bosco. Hallo Rebecca. Wir machen heute das dritte Video in der Reihe der Terme und heute geht es um die Multiplikation von mehreren Variablen. Die Vorzeichen lassen wir noch weg, die kommen dann im nächsten Video dran. Bosco, bist du startklar? Na, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Weswegen denn? In meinem Mathebuch steht manchmal, ich soll vereinfachen und manchmal steht da, ich soll zusammenfassen. Ah, das ist dasselbe, Bosco. Die wollen einfach, dass du es so kurz wie möglich aufschreibst und das nennen sie halt zusammenfassen oder vereinfachen. Ah, so kurz wie möglich. Das gefällt mir. Ja, das dachte ich mir. Das kommt dir sehr entgegen. Na dann los. Erste Aufgabe, was wäre denn b mal b? Na, b hoch 2. Gut. Ja. Man kann auch b Quadrat sagen. Also das ist dasselbe. b hoch 2 oder b Quadrat. Oh, warum fliegt da gerade eine 1 rein? Das wollte ich auch gerade fragen. Ah, ich weiß, ja. Ich wollte dir erklären, dass alles, was irgendwie so rumsteht und rumsitzt, immer, wenn es keine Hochzahl hat, eine unsichtbare 1 als Hochzahl hat. Das heißt, auch das b hat, wenn keine andere Hochzahl dasteht, immer die 1 als Hochzahl. Und da ich nur rumsitze und rumstehe, habe ich jetzt auch eine 1. Also ich könnte auch eigentlich eine 1 haben. Ja, alle, die so rumstehen, ich bin halt Rebecca hoch 1 und du bist Bosco hoch 1. Okay. Gut? Gut. Ja. Was wäre b mal b mal b mal b mal b? 5b. Das musst du anders aussprechen, Bosco. Ah, b hoch 5. Ganz genau, weil was wäre nämlich eigentlich nochmal 5b? Ja, 5b sind b plus b plus b plus b plus b. Genau, siehst du, gut, du weißt es ja schon. Sehr schön. Nächste Aufgabe, b hoch 3 mal b. Na, das sind b hoch 4, weil b hoch 3 ist ja b mal b mal b. Wenn jetzt noch ein b dazu kommt, ist es b mal b mal b mal b. Und das sind eben b hoch 4. Sehr schön. Gut erklärt, Bosco. Gut. Ja. Was sind 4b mal b? 4b hoch 2. Sehr gut, genau. Ja? b mal b ist ja b hoch 2 und die 4, die bleibt einfach vorne dran stehen. Ja. Zum Vergleich jetzt aber mal, was wäre denn, wenn da ein Plus stehen würde? Also 4b plus b. Na, 5b. Sehr gut. Ja. Bei der Strichrechnung bleiben die Namen nämlich unverändert. Die Familie heißt B. Also es gibt 4 von der Familie das B war und das es mit den kommt noch Familien. 1 dazu. Ja. Das ist aber bei der Punktrechnung ganz anders. Ja, aus dem b mal b wird b Quadrat. Der Name ändert sich bei der Punktrechnung. Okay. Dann probieren wir mal das hier. X mal x mal x mal b mal b mal x mal b mal x. Kommt man ja ganz durcheinander. Das sind 1, 2, 3, 4 x hoch 5. Und bei den b's haben wir 3, also b hoch 3. Ja. Also kommt raus x hoch 5, b hoch 3. Das ist richtig. Ha. Dein Mathelehrer freut sich aber, wenn du die Buchstaben noch nach Alphabet sortierst. Ja, kann er selbst machen. Okay, b hoch 3, x hoch 5. Ja. Ja, gut. Nächste Aufgabe. A hoch 3 mal a hoch 2. Na, das ist ein a hoch 6, weil 3 mal 2 ist 6. Falsch. Puh. Überleg noch mal genau, was das bedeutet, was da steht. Ah, a hoch 3 ist ja a mal a mal a. Also 3 Stück. 3 Stück. Und a hoch 2 ist a mal a. Nochmal 2 Also Stück. 5 Stück. Ja. Also a hoch 5. Jawohl. Also muss ich Hochzahlen addieren. Ja. Gut Was ein beobachtet. Durcheinander. Immer gucken, wie viele A's da stehen. Ja. AB mal B. Das darf ich doch gar nicht rechnen, weil es verschiedene Familien sind, oder? Vorsicht. Vorsicht. Jetzt haben wir es hier mit der Punktrechnung zu tun. Das mit den Familien gilt nur bei der Strichrechnung. Stimmt. Zwischen dem A und dem B steht ja unsichtbar ein Mal. Ja. Also immer, wenn 2 Buchstaben nebeneinander stehen, ist da unsichtbar ein Malzeichen dazwischen. Das heißt, die sind jetzt alle gleichberechtigt.
Also eigentlich steht da a mal b mal b. Auch wenn es vorher so aussah, als wäre das a näher an dem b dran, das ist nicht so. Ja, okay. Dann sind es a b hoch 2. Korrekt, ja. Trotzdem nochmal zum Vergleich. Was wäre denn ab plus b? Das wären dann 2 Familien. Ja, Das bleibt dann ab plus b. genau. Das könnte man in dem Fall gar nicht mehr weiter vereinfachen. Okay. Rebecca, Was denn, Bosco? was steht denn zwischen uns? Zwischen uns? Was sollte denn jemals zwischen uns stehen? Jetzt habe ich dich erwischt. Das Malzeichen. Das Malzeichen. Haha. Wie also hast du das denn jetzt dahin gemacht, Bosco? Na, um zu zeigen, dass zwischen 2 Variablen immer ein unsichtbares Malzeichen steht. Du meinst, wenn da vorher nichts gestanden Ja. hat? Ja, stimmt. Stimmt das? Ja, weil wenn zwischen uns ein Plus, ein Minus oder ein geteilt wäre, hätte es ja schon längst hingeschrieben werden Richtig. müssen. Und da die ganze Zeit noch nichts zwischen uns stand und hoffentlich auch nichts zwischen uns stehen wird, ist eigentlich immer ein unsichtbares Mal zwischen uns. Ha, gute Idee, gell? Ja, sehr clever, Bosco. Weiter geht's. b mal b hoch 2 mal a mal 3 mal b hoch 4 mal b. Puh, wo fange ich da denn an? Lass dich nicht verwirren, Bosco. Zu spät. Kümmere dich erstmal um die normalen Zahlen und dann arbeitest du die Buchstaben dem Alphabet entsprechend ab. Na, da habe ich die 3. Dann habe ich da ein A und B. Und zwar 1, 2, 3, 4, 9. B hoch 9. Ganz genau, ja. Aber wenn ich das so aufschreibe, denkt man dann nicht, es wäre 9 mal AB? Also du meinst AB mal AB Ja, mal und AB so und so weiter? weiter. Tatsächlich nicht, Okay. weil die Hochzahl bezieht sich wirklich immer nur auf den Buchstaben, wo sie dran steht. Also 3 a b hoch 9 Ja. würde ein Mathematiker verstehen als 3 a hoch 1 b hoch 9. Also Ja. wenn da an dem a nichts steht, dann ist da immer die unsichtbare 1. Verstehe. Wenn man jetzt sowas hätte wie AB mal AB mal AB und so weiter, 9 Stück davon, dann müsste man entweder auch an das A eine 9 schreiben, also 3a hoch 9, b hoch 9, Ja. oder man müsste das AB in Klammern tun und dann an die Klammern eine 9 dran okay. schreiben. Das kommt bestimmt in einem der späteren Videos. Genau. Bis dahin bin ich weggeflogen. So, xy mal y mal xyz. Okay, da ist auch überall ein Mal dazwischen, auch wenn es nicht dasteht. Gut. Und nach Alphabet würde es dann heißen x hoch 2, y hoch 3, z. Super. Weiter geht's. X mal ax mal 5x mal x mal 3ax. Erst die Zahlen, 5 mal 3 ist 15. Sehr schön. Dann die Variablen nach Alphabet. Ich habe 2 a's, also a hoch 2. Jawohl. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5x. Also x hoch 5. Ja, x hoch 5 ist gut, ja? Ja. Pass auf, dass du nicht 5x sagst. Das war ja das x plus x plus x plus x Ah. plus x. Ne? Also Also 5x. du könntest sagen 5x, dann weiß man, es sind 5 Stück. Oder du sagst halt gleich x hoch 5. So, jetzt die gleiche Aufgabe, aber nochmal mit Plus, einfach zum Vergleich, was da dann anders wäre. Also x plus ax plus 5x plus x plus 3ax. Da bleiben die beiden Familien zusammen. Also die Familie x und die Familie ax. Genau, du musst hier wieder in Familien denken. Die gehen auf 2 getrennte Partys. Ja, Das heißt, die Familie x hätte ich 1, 2 und die 5 sind 7x jawohl. plus 4ax. Sehr schön, Bosco, genau. Gut. Um das jetzt nochmal ganz deutlich zu machen. Ja. Bei der Punktrechnung ändern sich die Variablen, also die Namen. Es wird zu einer großen Großfamilie zusammengefasst. Ja. Bei der Strichrechnung bleiben die Variablen so, wie sie sind. Also die Familie
X heißt nachher auch noch X. Ja. Und die Familie AX heißt später auch noch AX. Ist Die klar. Namen oder Variablen bleiben bei der Strichrechnung unverändert. Wichtig, bitte merken. Gut. A mal 1,2, wieder Kommazahlen, mal AB mal 2 mal A hoch 2. So, erst die Zahlen. 1,2 mal 2 sind 2,4. A hoch 4, B. Jawohl. So langsam komme ich rein. Aber wenn ich das schon wieder sehe, die wird ja noch komplizierter. Das schaffst du schon, Bosco. Boah, das ist ja alles voll mit Hochzahlen, Buchstaben, Zahlen. Okay, Konzentration. 3 mal 2 ist 6, mal 0,1 sind 0,6. Sehr schön. Die schreibe ich vorne hin. Dann kommen die Xe. X hoch 5 und Y hoch 5. Jawohl. Na, ging ja doch ganz einfach. Sehr schön gemacht, Bosco. Man muss sich nur an die Regeln halten. Bosco, jetzt habe ich noch eine etwas besondere Aufgabe für dich. Besonders. Wir stellen uns das Wort Mathematik als Rechenaufgabe vor. Hä? Die Buchstaben sind unsere Variablen und dazwischen ist dann unsichtbar einfach ein Mal. Also M mal A mal T und so weiter. Ja, und wenn ich das jetzt Aha. zusammenfassen möchte, dann habe ich M hoch 2, A hoch 2, T hoch 2, H, E, I, K. Und noch nach Alphabet sortieren? Gut aufgepasst, Bosco. Ja, eigentlich muss ich es noch nach Alphabet sortieren. Dann wäre es A hoch 2, E, H, I, K, M hoch 2, T hoch 2. Aha, Bist du begeistert? brutal. Das ist doch viel komplizierter. Ja, aber mathematisch gesehen habe ich die Aufgabe vereinfacht. Boah. Mathematiker und ihre Logik von Vereinfachung. Naja, es ist ein bisschen ein Spaßbeispiel. Gut. Bosco, Ja? magst du noch mal sagen, was du heute gelernt hast und dir jetzt merken möchtest? Sehr, sehr gerne. Oh, was bist du jetzt so gut gelaunt? Das Ende naht. Ach, deswegen. Na, immer wenn an einer Variablen keine Hochzahl steht, dann hat sie eine unsichtbare Hoch 1 dabei. Jawohl. Das gilt auch, wenn die Variable direkt neben einer anderen Variablen mit Hochzahl steht. Also zum Beispiel x, y hoch 3 steht beim x nur unsichtbare 1. Also x hoch 1, y hoch 3. Gut. Gut. Dann, immer wenn zwischen zwei Variablen nichts steht, steht ein unsichtbares Mal dazwischen. Zum Beispiel xy ist x mal y. Genau, ja. Rebecca Bosco ist ein Rebecca mal Bosco. Gut. Bei der Punktrechnung ändern sich die Variablen und es werden alle zu einer großen Familie zusammengefasst. Bei der Strichrechnung ändern sich die Variablen nicht. Na, und dann, Mathelehrern gefällt es am besten, wenn ich das Ergebnis so aufschreibe, dass vorne die Zahlen stehen und dann die Buchstaben nach Alphabet sortiert sind. Oh ja, das würde mir sehr gut gefallen, Ja, hab ich Bosco. mir gedacht. Ja, oh, dann lass uns doch jetzt Buchstaben nach Alphabet sortieren gehen. Die aus deiner Suppe oder was? Oh ja, gute Idee. Ich koche uns jetzt eine Buchstabensuppe und dann können wir die sortieren. Ja, Hunger. Cool. Tschüss. Tschüss.